Willkommen zur ersten Folge der Sendereihe Mobapapa baut auf. Ich bin der Mobapapa und heute geht es um die Vorstellung meines Vorhabens. Ich lade euch gern dazu ein. Ich bin happy, ich bin froh, aber alles weitere nach dem Intro. Weil ich Modelballer bin, oh ja, hält man mich für äußerst sonderbar. Weil ich Modelballer bin, oh ja, kommt man mit jeder Stimme, ja. Wer die bisherigen Folgen auf meinem Kanal gesehen hat, weiß, dass da sehr wenig bis gar nichts zum Anlagenbau kam. Das möchte ich mit dieser Sendereihe nachholen, indem ihr mich beim Bau meiner ersten richtigen Anlage begleiten könnt. Vieles wird ungewöhnlich für euch sein, manches vielleicht Kontroversen oder einfach nur Kopfschütteln auslösen. Warum Mobapapa? Ich weiß, dass viele von euch Moba-Opas sind. Doch bis ich mich so bezeichnen darf, wird es noch ein paar Tage geben, die auf einen 29. Februar fallen. Ich sehe mich eher als Bindeglied zwischen den Moba-Generationen. Und so soll die Sendereihe auch sein. Was euch erwartet, ist der Bau einer Modelleisenbahnanlage mit konventionellen wie auch unkonventionellen Herangehensweisen, um das MOBA-Hobby auch im 21. Jahrhundert fortbestehen zu lassen. Aber nun lasst uns gedanklich anfangen. Nachdem ich die ursprünglich geplante Anlage aus Platz- und Schwierigkeitsgründen im vergangenen Jahr auf Eis gelegt hatte, kam mir die Idee, etwas kleiner und überschaubarer zu planen. Zumindest wollte ich mal wirklich an einer eigenen Anlage herumwerkeln. Die Inspirationssuche führte mich quer durchs Internet, in diverse Foren und auf YouTube-Kanäle. Ich blieb mal wieder bei Martin Termroth hängen, einem Schweden. Seinen YouTube-Kanal kennen sicherlich viele von euch. Es ist Märklin of Sweden. 2021 hatte Martin eine Reihe von Folgen präsentiert, in denen er eine Modelleisenbahnanlage in H0 für Anfänger von Grund auf aufbaute. Es soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber er bediente sich des Easy Track Systems von Noch, einem Komplettset namens Martinstadt. Als Anlagenunterbau nutzte er Tischplatten eines skandinavischen Möbelhauses, die er miteinander verschraubte. Darauf montierte er das Easy Track Komplettset. Eigentlich eine geniale Idee, der Gleisplan gefiel mir auch sehr gut. Und so tauchten die folgenden Probleme für mich auf. Erstens, obwohl mir der Gleisplan gefiel, gibt es diese Anlage bei Noch nicht direkt für die Spur N. Zweitens, sicherlich kann man dieses Komplettset in H0 auch für Spur N verwenden. Die Trassen sind dann breiter, aber die Anlage wäre für meine Raumverhältnisse immer noch zu groß. Drittens, das Easy-Track-System bietet meines Erachtens kaum bis keine Möglichkeiten des Auf- und Abbaus in Segmenten, was aber mein Wunsch ist. Ich möchte gern Trassensegmente und andere Anlagenteile herausnehmen können, um kleinere oder größere Arbeiten an eben jenen Abschnitten bzw. Segmenten vorzunehmen. Mein Lösungsansatz? Erstens, mit Wintrek habe ich jenen Gleisplan für die Spur N mit Minitrix-Gleisen adaptiert, wohl wissend, dass ich die Trassen selbst herstellen und aus Sperrholzplatten aussägen müsste. Zweitens, die Maße der Anlage konnte ich auf 1,20 Meter x 60 cm herunterbrechen, passt also auf eine standardisierte Tischplatte. Drittens, habe ich mich gedanklich vom Easy-Track-System für die Trassen verabschiedet, obwohl ich, doof wie ich war, mir zuvor einige Packungen des Systems besorgt hatte. Vielleicht findet es anderweitig Verwendung. Als Alternative für die Trassenstützen sollen Klemmbausteine dienen, aber mehr dazu in den kommenden Folgen. Wie gesagt, orientiert sich die hier entstehende Spur-N-Anlage an Nochs Martinstadt für H0. Das Grundprinzip ist ein Hundeknochen, der auf 2 Ebenen in sich verdreht ist, ohne mittlere Verbindungen. Somit sind Kehrschleifenprobleme und Verpolungen vorerst im Zweileiter-Gleichstrombereich kein Thema. Rangiermöglichkeiten wird es an den BWs geben können. Davon gibt es 3 Stück. Ein ganz kleines als mögliches Hafen-BW als Abzweig der Hauptstrecke auf der linken vorderen Seite der Anlage. Ein weiteres ebenfalls auf der unteren Ebene befindliche BW auf der rechten Seite der Anlage, das auch durch einen Abzweig mit der Hauptstrecke verbunden ist. Das dritte BW befindet sich auf der oberen Ebene der Anlage. Laut Gleisplan gibt es 10 Weichen, 7 Rechtsweichen und 3 Linksweichen. 2 Bahnhöfe sind geplant, einen einfachen Bahnsteig an der vorderen unteren Schleife und einen ländlichen Bahnhof am BW auf der oberen Ebene.
Nur 2 Bereiche werden wirklich waagerecht sein. Das BW auf der rechten Anlagenseite und das BW mit Bahnhof auf der oberen Ebene. Alle anderen Gleisbereiche haben Steigungen bzw. Gefälle. Diese liegen an ein paar wenigen Stellen sogar bei bis zu knapp unter 4%. Sehr sportlich. Laut Hersteller meines japanischen Rollmaterials sollte das aber machbar sein. Und weil hier viel Rollmaterial aus dem Land der aufgehenden Sonne herumliegt, wird sich die Anlage thematisch an Japan orientieren. So um die 70er und 80er, vielleicht auch 90er Jahre. Die Steuerung soll auf 4 separat zuschaltbare Arten erfolgen. Die erste ist die klassische analoge Weise durch einen Trafo, bei mir der Fahrregler von Kato. Die zweite ist eine experimentelle Steuerung für analoge Loks basierend auf einem ESP32 Entwicklerboards und einem L298N Motortreiber, befindet sich aber noch in der Entwicklung. Über ein internetfähiges Endgerät soll dieses Steuerungssystem ansprechbar sein, sodass die Steuerung über einen Internetbrowser oder über eine App läuft. Beim Coding für den ESP32 baue ich auf KI-Unterstützung, da ich totaler Laie bin. Angedacht sind hierbei auch die Realisierung von Belegmeldern und die Ansteuerung von Weichen, wobei das alles noch mit einem riesigen Fragezeichen behaftet ist. Die dritte Steuerungsmöglichkeit soll über das bereits aus meinem Kanal bekannte DCC-X-System erfolgen. So lassen sich digitale und analoge Loks steuern. Auch dieses System möchte ich gern zusätzlich für die Belegmeldung und Weichensteuerung nutzen. Die vierte Steuerungsmöglichkeit basiert auf der Gleisbox von Märklin mit dazugehöriger Mobile Station aus der ersten Folge meines Kanals. Vielleicht schaffe ich es auch, die Kanto WLAN Bridge für die Gleisbox zum Laufen zu bringen. Zwischen all diesen 4 Steuerungselementen und dem Gleis wird es einen Umschalter geben, bei dem man die gewünschte Steuerungsmöglichkeit zuschaltet. Darüber hinaus gibt es für die Anlage als optionale Features einen WLAN-Router und einen in einem Tablet-Gehäuse verstauten Raspberry Pi 5 mit Touch-Display. Ich habe hier 10 Minitrix-Weichen mit polarisierten Herzstücken. Ursprünglich hatte ich vor, diese mit konventionellen Weichenantrieben im Halbunterflur zu betreiben. Dabei sollte der jeweilige inverse Weichenantrieb an der Weiche angebracht werden. Das heißt, der Antrieb für eine Rechtsweiche käme umgekehrt an eine Linksweiche und der Antrieb für eine Linksweiche umgekehrt an eine Rechtsweiche, sodass man die Antriebe gut kaschieren kann. Geschalten werden sollte über Relais, auch mit Hilfe der bereits erwähnten Steuerungsmöglichkeiten. Ich bin aber zurzeit gedanklich von diesem Plan abgerückt und überlege, die Weichenschaltung mit Servos umzusetzen, wobei die Herzstück-Polarisation und die Rückmeldung durch Mikroschalter realisierbar wäre. Und so hat der MobaPapa sehr viel zu tun. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gern ein Like da. Ich lade euch gern ein, mich auf diesem Weg zu begleiten. Sicherlich werde ich an manchen Stellen stolpern, vielleicht auch fallen, aber ich werde immer wieder aufstehen, um euch Möglichkeiten für den MOBA-Bau zu zeigen. Dabei möchte ich nicht nur eine Anlage aufbauen, sondern auch euch. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, der MobaPapa baut auf. Äußerst wunderbar, weil ich Modelballer bin, oh ja, kommt man mit mir nicht immer klar, weil ich